Guten Morgen aus einem verregneten Norwegen. Ja, gestern sind wir Schweden ausgereist und nach Norwegen rübergefahren. War eine sehr schöne Strecke, also kann man nur empfehlen, das Stück Sagerwegen zwischen Schweden und Norwegen. Lag auch teilweise schon Schnee bei 650 Meter. Wir sind da fast ganz alleine, ein oder zwei Autos sind wir, glaube ich, getroffen. Durchgefahren, also war wunderschön. Habt ihr vorhin in den Aufnahmen gesehen. Ja, ein Nachteil hat die dauernde Wolkendecke. Wir müssen mehr fahren, damit wir wieder Strom reinkriegen. Und wir werden jetzt heute nochmal, nachdem wir letzte Woche schon auf einem Campingplatz standen, da in Kolgarden, haben wir ja gezeigt. Und dann am Montag endlich weitergefahren sind, bis in den Abend hinein. Also was ist Abend? Wird ja schon um 5:30 dunkel oder so. Werden wir jetzt heute nochmal 3 Nächte auf einem Campingplatz hier in Norwegen verbringen. Der ist so circa 2 Stunden von hier entfernt, was bei den Straßen hier ungefähr 120, 130 Kilometer sind. Ja, wir müssen ein bisschen arbeiten, Videoschnitt, hochladen und ich habe dann auch noch einen Videocall am Freitag. Und dann werden wir uns Samstag auf den Weg machen und hoffentlich mal wieder ein paar Tage am Stück irgendwo in der Natur verbringen. Zwar nicht unbedingt dann länger als 2 Tage an einem Stellplatz. Wie gesagt, wir müssen fahren. Aber ja, dann hoffentlich mal wieder ein paar Tage in der Natur. Die Mission Nordkap wird gestartet. Ja, nach dem Campingplatz haben wir dann noch einen kurzen Zwischenstopp auf einem freien Stellplatz gemacht und dann ging es endlich weiter zum Arctic Circle, dem Polarkreis, den wir hier überqueren. 1, 2. Ja, das Besucherzentrum hat leider zu, sonst hätten wir uns da noch Postkarten und natürlich die Stempel geholt. Aber leider haben die geschlossen und machen erst am 1. Mai 2026 wieder auf. Tja, schade. Hier gibt es sogar extra eine Sticker-Plexiglasscheibe, damit man nichts aufs Gebäude klebt. Ja, hier waren ein paar sehr übereifrige Fußballfans aus Heidenheim anscheinend. Ziemlich viele Sticker vom FC Heidenheim. Ja, so viel Platz dafür verschwenden muss auf der Wand, aber gut. So, jetzt hinterlassen wir natürlich auch unseren Sticker hier. Direkt neben ridethebean.com und einem Batman-Sticker. Das nicht unbedingt nochmal machen. Ja, ich verstehe. Also gerade der... Ich erstmal, es war natürlich auch mega schade, weil mit dir auf dem Boot wäre ich natürlich auch gerne nochmal unter. Guten Morgen aus Norwegen. Guten Morgen.
Ja, schon wieder ein paar Tage her, dass wir in die Kamera gesprochen haben, glaube ich. Und vor allem beim Videoschneiden ist mir auch aufgefallen, na, wir haben ab und zu mal ein paar Stellplätze ausgelassen, um irgendwas darüber zu sagen. Ja, jetzt müssen Obwohl wir uns wieder Norwegen bis jetzt, Ja. genau, obwohl uns Norwegen bis uns jetzt sehr gut gefällt. Hier haben wir auch wieder einen absolut tollen Stellplatz gefunden. Ich sag mal so, zum Glück war der zuerst angepeilte Stellplatz direkt an der A6 wegen Bauarbeiten belegt. Und dann bin ich auf den hier gekommen und ja, seht selbst. Viel besser. Ja, viel besser, genau. Ja, zeigen wir euch jetzt ein bisschen und dann werde ich noch ein bisschen fotografieren gehen. Und wenn ich meine kleine Frostbeule hier kenne, wird sie dann gleich wieder reingehen. Es kann gut sein. Vermutlich ja. Obwohl es hier gar nicht so kalt ist, aber es ist hier sehr windig und der Wind ist natürlich dementsprechend kalt. Also ja. Ja, und in der Nacht, in der wir dann auch angekommen sind, habe ich auch zum ersten Mal die Nordlichter gesehen. Ich bin kurz mal wach geworden. Ja, es war nicht viel. Ich habe so einen hellen Schimmer am Horizont gesehen, aber vielleicht haben wir ja Glück und sehen die nächsten Nächte die ersten Nordlichter. Ja, bis jetzt war es halt immer sehr bewölkt und die letzte Nacht war es halt das erste Mal ein bisschen klar. Ich hoffe, dass jetzt noch 1, 2 klare Nächte kommen, denn der KP-Wert soll jetzt auch Dienstag, Mittwoch besonders hoch sein. Also der KP-Wert bezeigt eben diesen Wert der Sonnenwinde, wie stark die sind. Und ja, der ist auf 5 die kommende Nacht. Schauen wir mal, ob wir vielleicht da jetzt endlich mal mehr Glück haben mit der Bewölkung. Unweit, wo wir stehen, ist hier auch so ein Betonfundament. Keine Ahnung, was hier mal stand. Könnte auch sein, dass es hier mal so als bisschen als Steinbruch genutzt wurde. Hinten ist auch ziemlich viel Geröll. Keine Ahnung. Also falls ihr eine Ahnung habt, für was diese Fundamente hier sein sollen in dem Tal, dann schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Und falls jemand weiß, was das für ein Vogel ist, ich vermute ein Adler, schreibt es uns doch bitte in die Kommentare. Ich hatte leider gerade nur das 140 mm Objektiv auf der Kamera. Das war es auch schon mit dem zugegebenermaßen ein bisschen chaotischen und kurzen Video. Wir haben einfach mal ein bisschen arbeiten müssen und sind viel gefahren. Begleitet uns nächste Woche dann schon auf die Lofoten und zu einem Ort, den wir so in Norwegen nicht erwartet hätten. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you. Und in der Nacht, in der wir hier... Nee, nochmal. Ja, und in der Nacht habe ich auch, kurz nachdem ich nochmal wach geworden bin, sogar einen Anschein der Nordlichter gesehen. Also es war ein ganz leichter, heller Schimmer am Himmel. Ja, es waren bestimmt irgend so eine Art... das war nochmal.